Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Update-Video aus der Brickworld. Wir sind hier noch im alten Layout, weil wie gesagt drüben in den neuen Räumlichkeiten ist ja noch nicht alles fertig. Aber trotzdem werden wir im heutigen Update etwas machen, was eigentlich schon fürs neue Layout ist. Und zwar geht es grundsätzlich um diesen Häuserblock hier vorne. Ich habe schon mehrmals angesprochen, wir hatten auch teilweise im Livestream darüber gesprochen. Dieser Häuserblock wird komplett anders gestaltet werden, denn er passt in den Maßstäben und vom Design einfach nicht mehr zur Größe und Komplexität der allgemeinen Brickworld. Das heißt grundsätzlich im neuen Layout wird dieser Häuserblock breiter werden, denn wir werden hier noch eine Reihe von einer Baseplate, eine 32er Baseplate einführen. Das heißt, dieser Häuserblock wird dann 2 mal 3 Plates groß sein und komplett anders gestaltet sein. Er wird vor allem höher werden, er wird einem realistischeren Maßstab sein. Und dazu habe ich jetzt hier schon mal 6 Baseplates vorbereitet, die werde ich gleich auspacken. Und wir werden damit anfangen, dass wir den Grundaufbau machen. Wir werden auch, vor allem wird hier einiges sich ändern. Die Baustelle kommt komplett raus hier vorne. Die wird auf dem neuen Layout ganz woanders in einem viel größeren Maßstab entstehen. Und hier vorne an der Ecke wird die Brickbank hinkommen, aber nicht so, wie ihr die Brickbank kennt, sondern wir werden einfach die Brickbank als Grundform nehmen, aber etwas anderes, Größeres draus bauen. Und ich glaube, dass dieser neue Häuserblock eine ganz tolle Geschichte werden wird für das neue Layout, denn wie gesagt, es wird vor allem höher werden, es wird besser dazu passen zum Rest, denn ihr seht ja, die Stadtmauer, wie auch der Bahnhof, alles ist etwas im realistischeren Maßstab und die Gebäude, die wir eben kennen aus der Modular Building Reihe, wie das Diner oder das Paris Restaurant, passt einfach von der Größe nicht dazu und das möchte ich auf jeden Fall im neuen Layout ändern und damit fangen wir heute einfach schon mal an, denn wir können das Ganze ja auch schon mal abseits des neuen Layouts aufbauen. So, ich weiß gar nicht, ob ich das hier jemals gezeigt habe, aber hier oben bei uns stehen jetzt noch ein paar Modular-Gebäude rum. Einige der älteren vor allem. Hier die Lücke, da stand das Pariser Restaurant. Das habe ich ja schon vor einiger Zeit mal rausgenommen, um es unten in der Stadt mit einzubauen. Wir haben hier noch das Ghostbusters Headquarter. Hier ist noch das, was ist das denn eigentlich? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Wir haben auf jeden Fall das Rathaus. Wir haben hier noch andere Gebäude. Wir haben auch die Brickbank auf jeden Fall. Das Shopping-Ding, das Kino und hier ist noch die Feuerwehr. Aber die Feuerwehr ist sogar nachgebaut. Das ist nicht aus dem Originalset. Aber was ich eigentlich sagen will, hier ist noch ein bisschen Grundlage für eventuelle Bauten in der Brickworld. Das heißt, heute, ich habe es glaube ich gerade schon angesprochen, werden wir hier die Brickbank mitnehmen. Denn die Brickbank wird die Grundlage sein für einen Teil des neuen Häuserblocks, den ich eben bauen möchte für das neue Layout. Und deshalb werde ich die hier gleich rausnehmen, mit runternehmen zum Bautisch und dort werde ich die ein bisschen zerlegen und als Grundlage nutzen. Das heißt, wir werden heute noch nicht großartig in die Höhe bauen. Ich werde einfach mal schauen, wie ich das Ganze grob machen kann und auch schauen, was ich dann alles noch an Steinen bestellen muss, um das Ganze voranzutreiben. Aber hier ist ein bisschen an Material auch für die Zukunft. Mal schauen, ob wir nicht alle Gebäude irgendwie mal groß abgeändert einbauen. Aber die Brickbank gefällt mir grundsätzlich so auch vom äußeren Design her und die nehme ich jetzt mit und die wird Teil der Brickworld werden. Und so beginnt das Ganze. Ihr seht jetzt hier 6 Baseplates, das wird die Größe sein des neuen Häuserblocks. Und ihr seht auch hier vorne, habe ich jetzt schon ein bisschen was angefangen. Und zwar ist hier zu beachten, ich möchte hier an der Seite Parkplätze einbauen. Einfach um ein bisschen mehr Struktur in das Ganze zu bringen. Parkplätze hatten wir ja noch nirgends. Und dadurch, dass wir jetzt mehr Platz haben ein bisschen und auch davon den ganzen Bereich ein bisschen umbauen, dachte ich, hier könnten wir super Parkplätze einbauen. Ich habe jetzt einfach mal dieses Auto genommen, das ja einige wahrscheinlich auch haben. Das gab es ja damals als Gratisbeilage Anfang des Jahres. Und hier ist jetzt zu beachten, dass unsere Straße auf dem Nebenmodul erst hier vorne anfängt. Das heißt, der Parkplatz wird teilweise auf dem Modul liegen, teilweise auf diesem großen 6er-Modul. Und wenn ich jetzt hier das Auto hinstelle, sehen wir, dass auf jeden Fall genug Platz, um da drauf zu parken. Ich werde jetzt, weiß nicht, 2, vielleicht 3 Parkplätze bauen. Ich muss mal schauen, wie genau es ist. Hier vorne wird ja dann auch die Straßenbahn entlang laufen. Aber ich glaube, das bringt jetzt noch mal ein bisschen Leben in die ganze Geschichte. Und wir verlieren ja auch kaum Platz, was jetzt den Gehweg angeht. Das ist jetzt sozusagen der erste Schritt. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall weitermachen. Ich wollte einfach nur mal ein kleines Zwischenupdate geben, wie ich jetzt hier anfange. Ich werde erstmal die Grundstruktur
anlegen, weil, wie gesagt, im neuen Layout werden wir ein paar kleine Details verändern und jetzt hier in diesem neuen System kann ich jetzt schon mal anfangen, das zu beachten, wie gesagt, wie eben auch die Position der Straße. Und ja, ich mache hier weiter und wir schauen gleich mal, wohin uns diese Reise bei diesem neuen großen Projekt führen wird. So, wie ihr sehen könnt, die Brickbank hat schon ein bisschen leiden müssen, aber ich bin auch, wie ihr hier sehen könnt, ein ganzes Stück vorangekommen. Wie gesagt, ich baue momentan nur hauptsächlich mit Steinen, die da sind. Ich schaue dann einfach mal, was ich noch nachbestellen muss. Was ihr auf jeden Fall seht, ist, dass das Gebäude deutlich breiter werden wird, denn es wird es wird bis hierher gehen. Das heißt, ich habe jetzt hier die 4 Fenster eingebaut, die schon dabei waren. Ich muss also noch 2 bestellen und auch andere Steine dafür. Aber das Gebäude wird dann ungefähr diese Breite einnehmen, was natürlich schon mal eine realistischere Größe ist. Und dann schauen wir mal, was hier drüben noch hinkommt. Ja, aber ich muss sagen, es gefällt mir. Ich habe auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, ein paar Anpassungen gemacht. Zum einen geht es jetzt hier tatsächlich einige Stufen hoch. Im ursprünglichen Modell ist es ja auf einer Höhe. Ich fand es aber hübscher, auch das hier hochgehen zu lassen. Ich habe auch den Eingangsbereich zwar grundsätzlich übernommen, aber auch den angepasst. Und auch innen seht ihr, dass ich da mit Säulen außen arbeite. Also es ist sozusagen eine Neuinterpretation der ganzen Geschichte. Ich habe auch angefangen, hier draußen alles zu pflastern soweit. Dieses Muster habe ich einfach übernommen, um ein bisschen Farbe reinzubringen. Ansonsten habe ich erstmal 2 Minifiguren hingestellt und hier noch 3, ja, sagen wir mal, Vögel, die halt hier irgendwas zu essen gefunden haben. Fand ich auch ein ganz nettes Detail. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen zurückgehe, seht ihr, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Modul. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall einiges verändern, wenn das dann später komplett fertig ist und dann eben in der Brickworld steht. Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit den ersten Entwicklungen. Mir gefällt, glaube ich, auch die Sache, dass wir dann hier vorne Parkplätze haben werden. Hier, denke ich, werde ich noch einen Baum hinsetzen. Und ansonsten läuft es noch ganz gut, meiner Meinung nach. Ich schaue mal, ob ich jetzt hier noch ein bisschen weiter baue und was genau. Aber ich bin schon mal sehr zufrieden. Es ist natürlich jetzt, wie gesagt, eine Neuinterpretation, aber trotzdem dauert es einige Zeit, weil ich ja doch einiges umbaue, anpasse etc. Und ja, ich bin zufrieden. Eure Meinung wie immer gerne in die Kommentare natürlich. Wie ihr sehen könnt, ist jetzt hier gar nicht mehr so viel passiert. Ich habe jetzt hier noch ein paar Details erweitert und ich habe hier den Platz geschaffen für den Baum, den ich hier noch haben möchte. Ansonsten habe ich mir nicht was überlegt, wo ich erstmal euch fragen möchte. Und zwar habe ich ja immer noch, wie ihr seht hier schon, die Polizeistation von Anfang des Jahres. Die ist immer noch komplett verpackt. Und meine Idee ist, dass wir tatsächlich dieses Set ausschlachten und daraus gar keine Polizeistation bauen. Denn in der Polizeistation habe ich schon andere Pläne für dann drüben. Und zwar, meine Idee ist, dass wir vor allem das zentrale Gebäude eventuell hier in dem Design hier hinbauen und die Seitengebäude vielleicht noch irgendwo anders nutzen mal. Aber grundsätzlich könnte ich mir vorstellen, dass das ja als Design ganz gut als Grundlage hier hinpassen würde, auch weil wir dann noch ein bisschen so altertümlicheres Design haben und so ein neueres Design, wie jetzt zum Beispiel das Diner, das drüben steht, würde an einer anderen Stelle im neuen Layout besser passen, meiner Meinung nach. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Das würde heißen, wir bauen dann das von im Prinzip da bis an die Kante vorne. Ich glaube, das könnte auch nochmal in der Größe dann ganz gut aussehen. Man braucht natürlich noch mehr Steine als die da sind. Aber so als Grundlage, glaube ich, ist das eine ganz nette Sache. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare. Heute ist tatsächlich nicht so viel an Steinen passiert. Ich habe trotzdem einiges an Zeit und Überlegung hier reingesteckt. Und möchte auf jeden Fall erstmal wissen, was ihr von der Idee haltet, bevor ich jetzt hier großartig weiterbaue. Ich werde auch demnächst ein paar Steine noch bestellen, damit wir hier weitermachen können. Wird natürlich auch weiter nach oben wachsen. Wir müssen an der Rückseite noch überlegen, wie wir dann das Restaurant einbauen, das Pariser. Ich habe schon ein paar Ideen, auch dass wir einen unterirdischen Tresorraum reinbauen. Dazu spreche ich dann irgendwann demnächst nochmal. Der wird dann auch dann an der Kante des Tisches zu sehen sein. Ich habe da nicht ein paar Überlegungen, wie wir da noch ein bisschen was optimieren können, wenn das Ganze umzieht. Aber das wäre es dann erstmal für heute gewesen. Wie gesagt, wir haben hier ein neues Projekt angefangen. Es wird ein großes Projekt. Und ich hoffe, dass es der Brickworld gut tun wird in der Form und Größe. Und wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Und ansonsten, schönen Sonntag noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Selberbauen natürlich. Und natürlich, was auch immer ganz wichtig ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal und tschüss.